Eins vorweg, beim Hausmeistern ist die Betonung auf Meister. Also es geht um das. Du hast es schön gesagt, den Laden am Laufen halten. Das ist schon mal direkt eine Aufgabe, die so einem Hausmeister oder einer Hausmeisterin zukommt. Also diese regelmäßigen Sachen, die Datenpflege. Direkt die Frage mal, ich fange mit dir an, Ulrike. Wie habt ihr das organisiert? Wie viel machst du da dran und wie stellst du sicher, dass die Verantwortung übernommen wird? Zunächst einmal herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Wie man unschwer hört, komme ich aus Österreich. Wir haben seit 2019 eine Vertig-Installation und da hat sich auch teilweise ein bisschen, nicht Unrat, sowas sagt man nicht, aber auch schon Dinge angesammelt, die man natürlich immer wieder beheben müssen oder auch darauf schauen, dass man nicht zu viel Müll ansammelt oder zu viele Dinge, die man nicht in der Vertig-Installation haben möchte. Wir haben es eigentlich so organisiert, ich würde sagen, so wenn ich das mit 4 Schlagworten zusammenfassen darf: People, Processes, das Produkt, und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Thema, und zwar ist das ein bisschen pushen. Das heißt, einerseits schauen, dass die Leute wirklich auch die Vertig-Installation kennen, wissen die Projektleiter, wie sie das anlegen. Wir haben extrem gute Assistenzen, die auch immer wieder darauf achten, dass die Rechnungen gelegt werden, und das spielt auch so ineinander über die Prozesse. Dann über das Produkt natürlich immer wieder auch zum Beispiel mit Constraints oder anderen Möglichkeiten hier zu schauen, dass man auch eine Unterstützung bietet, und dann, wenn es notwendig ist, auch ein bisschen sozusagen Druck zu machen und zu sagen, hey, da fehlen immer wieder Daten, was ist da los, könnt ihr das bitte eingeben, oder wir ändern auch immer wieder die Prozesse, dass wir das sozusagen für die Kollegen und Kolleginnen einfacher machen können. Danke. Wie ist das bei euch, Ben? Ja, bei uns klingt es an sich sehr ähnlich. Also vielleicht ganz kurz, bei HPO Management Consulting, respektive ich bin von der Schwesterfirma HPO Forecasting, da Partner, und mache wiederum für die Schwesterfirma die Management Consulting als Hobby nebenbei noch die IT. Also eben darf das nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wie wir die Datenpflege behandeln bei uns, ist auch so: primär mal die Projektleiter, die verantwortlich sind, dass die Daten sauber sind, und dann habe ich auch eine Kollegin, die für die Finanzen macht und dann immer schön auch drauf schaut, dass das auch sauber geführt wird. Und dann, wenn es dann gar nicht mehr geht, dann kommt er nicht ins Spiel und schau nochmal, ob es eine Logikfehler vielleicht drin hat oder typischerweise dann sagen kann, da müsst ihr nochmals über die Bücher, und dann gibt es eine freundliche E-Mail an die entsprechenden Personen, respektive einen Blick über den Tisch zum anderen und sagen, da gibt es die eine oder andere Anpassung, die da gemacht werden muss. Also man kann sagen, die Aufgaben lassen sich gut delegieren. Ihr müsst einfach gucken, dass es gemacht wird. Aber du hast schön gesagt, so im Prozess drin kann man das gut unterbringen. Ja. Gut, eine weitere Aufgabe ist ja, dass man aktuell bleibt. Und auch da ist es wichtig, an die richtigen Informationen ranzukommen und auch zu sehen, was relevant ist. Wie läuft das bei euch? Wie kommst du an diese Informationen? Ich würde mal sagen, in erster Linie über den Newsletter. Also da schaue ich mir schon an, was da berichtet, was Veränderungen es gegeben hat. Hin und wieder, wenn ich mal die Zeit finde, gehe ich auf die Homepage, stöber da ein bisschen rum, was für Add-ons beispielsweise es geben könnte, die für uns relevant sind. Aber ich muss natürlich fairerweise sagen, wie vorhin gesagt, bezüglich der Zeit ist es immer so halt eine Nebenbeschäftigung, und dann kann man dann auch nicht so viel Zeit damit verbringen, um entsprechende immer auf dem neuesten Stand zu sein. Aber die Newsletter, wie gesagt, das sind eigentlich die am meisten helfen, da up-to-date zu bleiben. Und bei dir? Bei mir ist so, ihr habt mich auch vorgestellt, ich bin Geschäftsführerin von inzwischen 2 Unternehmen. Ich sage immer, ich bin hauptberuflich eigentlich Consultant, Projektmanager, und dann Vertig sei Dank habe ich jetzt noch einen 4. Titel, ich bin Hausmeister. Bei uns ist es ähnlich, also ich weiß nicht, wir haben irgendwie überhaupt keine Diskrepanzen, du musst uns irgendwas fragen, wo wir ein bisschen was Unterschiedliches erzählen können, also bitte. Dann mache ich das. Jetzt war ich zu frech, glaube ich. Nein, du hast schon angetönt, also es gibt ja da auf der Webseite die Zusatzfunktionen, und wir hatten uns auch da mal ausgetauscht,
Wo siehst du denn die Herausforderung, wenn du jetzt eine Zusatzfunktion erkennst und da vielleicht sagst, wäre was für uns? Was sind die Herausforderungen, auch vielleicht für ein Update? Also das eine ist ja die Information kriegen, aber dann auch bewerten können. Ich denke, Stichwort Bewertung ist sehr wertvoll. Die Frage ist immer zuerst ja für uns, oder für mich, wenn es interessant klingt, dann aber auch die Überlegung, welchen Mehrwert bringt es. Ich meine, schlussendlich ist es immer die Frage, sparen wir Zeit damit oder beschäftigen wir uns nur lediglich? Gibt es nun quasi Zusatzaufgaben? Und das ist halt schon immer, mit der kleinen Unternehmung schauen wir, dass wir möglichst wenig Zeit mit dem Werkzeug verbringen müssen. Also, dass es eben einfach die Prozesse vereinfacht, dass wir Zeit sparen können. Und da entsprechend ist vielleicht mal die erste Herausforderung, dann eben zu sehen, bringt es was oder bringt es nichts für uns. Und dann der zweite Teil ist dann die Implementierung, wenn wir dann weitergehen. Und da sind wir schon bereits beim Punkt, also als wir Vertec im 2020 eingeführt hatten, da hatte ich mich noch sehr tief reingekniet in das ganze Thema, konnte auch sehr viele der Features selbst weiterentwickeln. Mittlerweile ist es eben wieder zurück in den Hintergrund gerückt und da bin ich dann immer sehr stark auf den Support angewiesen, dass ich anrufen kann, mir Fragen stellen kann und dann entsprechend aber auch zeitnah eine Lösung geboten wird. Also es ist immer so ein Teamwork, würde ich jetzt mal sagen. Ich versuche die Fragen sauber mein Anliegen sauber zu strukturieren, dass dann die Projektleiter, die Entwickler von Vertec das auch entsprechend schnell verstehen und in meinem Sinne umsetzen können. Weil vorher die Frage war, wo man sich die Informationen auch herholt. Für mich ist auch noch das Forum ein ganz, ganz wichtiges, eine ganz wichtige Quelle, wo man Informationen bekommt. Und ich lese tatsächlich, auch wenn eine neue Release kommt, die Release sozusagen Notes, weil dort immer wieder Dinge auch drinnen sind, wo man sich denkt, so, das muss ich ja mal ausprobieren. Und weiß nicht, angefangen von den Custom Renderern über andere Dinge, halt nicht flächendeckend, aber einfach auch einmal hier etwas auszuprobieren und zu schauen, wie das funktioniert, um für neue Funktionen das zu nutzen. Und wir haben eben 2019 unsere Installation gemacht. Wir haben damals mit dem Projektleiter zum Beispiel Angebote und Opportunities implementiert. Jetzt gibt es neue Dinge sowie Opportunitäten in Vertec und die können oder wollen wir einfach nicht implementieren, weil die anders sind als das, was wir gemacht haben. Hin und wieder schaue ich, naja, könnte man das nicht irgendwie ablösen, aber eigentlich ist es mir zu heikel, auch das anzugreifen. Und ich muss auch zugeben, ich lese manchmal den XML-Code, um einfach zu schauen, was bei diesen Plugins oder Zusatzfunktionen eigentlich alles angegriffen wird, weil es natürlich bei den bestehenden Installationen ein bisschen heikel und ein bisschen schwierig ist, was drüber zu installieren. Genau, wir sind schon im nächsten Thema, nämlich wenn es dann darum geht, was anzupassen oder zu erweitern. Ihr habt das jetzt schon schön gesagt. Ihr habt auch schon ein bisschen skizziert, woher ihr euer Vertec-Know-how habt. Ihr wart von Anfang an da drin dabei. Ich weiß nicht, habt ihr Kurse besucht? Habt ihr noch irgendwie anders euch damit auseinandergesetzt? Also ich habe die Kurse besucht, die haben zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, wieder stattgefunden oder es hat ein Fenster gegeben, wo es stattfinden konnten. Das war da eben zu dieser ominösen Zeit dazu mal. Und das haben eben, aber auch diese Kurse haben geholfen, dass man zumindest die gleiche Sprache sprechen kann. Ich wäre dann am Schluss nicht der Experte gewesen, der es wirklich in die Tiefe umsetzen konnte, aber eben auch von der Beratung her, wenn man mit dem Gegenüber auf Augenhöhe jetzt ansatzweise sprechen kann, dann fällt es einfach einfacher, dass man am Schluss das bekommt, was man gerne haben möchte. Und für das hat es sicher geholfen, dass man einen Überblick bekommt, das Ganze, die Struktur ein bisschen besser versteht, um dann auch, schlussendlich auch vielleicht im einen oder anderen Fall auch den Projektleiter ein bisschen herausfordern zu können, nicht nur einfach Ja und Amen sagen müssen. Also ich habe tatsächlich sozusagen am Thema gelernt. Ich habe keine Kurse besucht, aber wir haben einen Projektleiter damals gehabt, der hat die ersten Schritte auch für uns implementiert. Jetzt muss ich irgendwie zugeben, ich bin eben auch
Geschäftsführerin und habe eben gewisse Vorstellungen gehabt, was ich noch alles anders haben will, wie die Prozesse vielleicht, wie wir es ursprünglich am Reißbrett definiert haben, doch irgendwie anders laufen sollen. Das heißt, ich habe immer nachgeschaut, okay, wie hat er das implementiert und habe dann angefangen, Vertec eben umzubauen und auch so für uns nutzbar zu machen, und das finde ich, ist halt auch einer der großen Assets, dass man hier einfach in den Code hineinschauen kann und tatsächlich auch sieht, wie hat jemand etwas implementiert und dadurch gute Beispiele bekommt, nicht nur aus der Knowledge Base, sondern wo es auch wirklich so ist, wie man es für sich eben haben wollte. Also das war eigentlich ein Learning by Reading, by Doing, ein paar Mal auf die Nase fallen, aber das war wirklich sehr hilfreich. Muss man dazu sagen, du kommst aus der IT oder bist Ja. sehr IT-affin, beide. Also sicher nicht immer so Voraussetzung, soll sie auch nicht sein. Sonst wäre der Saal heute vielleicht nicht ganz so voll. Wahrscheinlich auch gefährlich. Also ich habe Informatik studiert. Und ich habe internationale Beziehungen studiert und das ist ein bisschen fern vom IT-Bereich, aber das Interesse ist da und logisch denken, das hilft, dass man da entsprechend den Code auch verstehen, nachvollziehen kann. Und wie du das vorher gesagt hast, das hat mir auch so, dass eigentlich dann viel das Copy-Paste im Sinne von, man schaut sich eine gewisse OCL beispielsweise Codes an und dann passt sie an auf eine andere Fragestellung. Und daneben, wenn dann das nicht mehr ging, dann kam dann der Anruf oder von mir an den Support, und um da entsprechend dann die Hinweise zu bekommen, was man jetzt eigentlich ändern muss. Und oft war es dann gar nicht so viel, aber als Laie hat man dann doch Mühe, also hatte ich Mühe, muss ich so sagen, dann vielleicht in die nötige Tiefe zu finden, wenn ich das selber machen hätte wollen. Jetzt haben wir sehr über Technik gesprochen, über das Know-how in der Technik. Das ist ja nur die eine Wahrheit. Es braucht ja auch das Prozessverständnis. Du hast das schon gesagt, du hast das vielleicht intrinsisch da schon drin gehabt. Wie dokumentiert ihr das und wie haltet ihr das aktuell? Also wir haben tatsächlich, wie wir Vertec begonnen haben aufzubauen und auch die Daten einzugeben und zu erfassen, parallel dazu ein Benutzerhandbuch erstellt und auch ein Handbuch wir haben es, glaube ich, Buchungshandbuch genannt, also für die Assistenz, wenn man Rechnungen legt, und haben immer mitgeschrieben, wie wir das bei uns jetzt machen wollen, wie man das bei uns auch vom Prozess her abdeckt. Und dadurch ist etwas entstanden, was keiner liest, um ganz ehrlich zu sein, aber ich kann hin und wieder nachschauen, wenn ich mich selbst nicht mehr erinnern kann, weil wir haben dort auch die Spezialfälle dokumentiert, und das ist auch ganz hilfreich, wenn jemand ganz neu dazukommt, dass man die unbeliebten Worte spricht. Schau doch bitte mal ins Benutzerhandbuch, dort steht alles drinnen, aber im Wesentlichen ist das für uns auch eine wichtige Dokumentation, dass man nachschauen kann. Und von der technischen Dokumentation, wenn ich nur ganz kurz ausholen darf, wir haben in der Vorbesprechung auch darüber gesprochen, ich habe begonnen, Vertec als Dokumentationstool für die technischen Themen zu nutzen. Das heißt, ich habe Auswertungen, die mir von sämtlichen Abfragen, die wir haben, die Expressions plus die Abfragen von den einzelnen Spalten plus die Einstellungen wegspeichert, was ganz hilfreich ist, wenn man sich aus Versehen eine Abfrage zerstört, beziehungsweise auch dann die Berichtsvorlagen verwendet, um zum Beispiel die Scripts rauszulesen und über Word dann zu dokumentieren, weil es einfach wichtig ist, dass das auch abgelegt ist, wenn ich mal nicht da bin oder jemand nachschauen möchte. Ja, bei uns ist es so dokumentiert, wir haben also zusammen mit den Beratern, die das Ganze nutzen, also ich habe quasi vorgegeben, was sie dokumentieren müssen, dann haben dann intern die Berater selbst ein Handbuch geschrieben, Screenshots entsprechend das Ganze aufgegleist, wie es gehandhabt werden muss, und das Ajourhalten ist dann auch wieder, ich gebe dann Inputs, es hat was geändert und Sie werden das dann anschließend dann auch in dieser, also wir haben eine PowerPoint-Serie, die das Ganze dann schön Schritt für Schritt darstellt, was gemacht werden muss. Und wenn dann Leute neu anfangen, ist das ein klarer Bestandteil der Schulung am Anfang, dass diese 2 Stunden sich das Zeit nehmen, das Ganze durcharbeiten, auch mit Testbeispielen, wo sie ein Projekt anlegen müssen, Stunden erfassen, das Ganze mal durchspielen.
Und auch zusätzlich danach für die Sales-Geschichte einen Leitfaden, wo schön beschrieben ist, wo fühle ich welche Felder muss ich ausfüllen, was muss ich reinschreiben. Und es ist schon so, es wird nicht immer gelesen, aber es ist doch gut, dass man dieses Dokument hat, weil dann kann man zumindest sagen, hey, wir haben es dokumentiert, wir haben es abgemacht, schaut nochmals danach und dann kann man da auch mal den Kollegen auf die Finger klopfen und sagen, haltet euch bitte ans Reglement. Du hast vorhin schon angesprochen, wenn du nicht mehr weiterkommst, hast du den Support angerufen oder überhaupt Unterstützung angefordert. Bis zu welchem Punkt muss das kommen, dass du das anfragst und wo ist deine Anlaufstelle? Also am Anfang war der Punkt, würde ich mal sagen, ein bisschen höher. Mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich quasi von einem 10%, die ich für die IT verwende, ist dann wiederum Wertec nur noch ein kleiner Teil. Da habe ich gar nicht die Zeit, mich da selbst tief reinzuknien. Und ich sage mir dann auch immer, bis ich die richtigen Lösungen gefunden habe, ist der Support viel schneller und kann mir gleich sagen, was ich machen muss. Also heutzutage, wenn ich eine Fragestellung habe, verwende ich ein paar Minuten drauf, um zu schauen, sehe ich irgendwo Parallelen zu einem anderen Bereich von Wertec, wo ich etwas kopieren kann. Und sonst ist dann ziemlich schnell der Griff zum Hörer oder eher jetzt auch, wenn es nicht, typischerweise ist es nicht zeitkritisch, dann natürlich auch eine E-Mail, vielleicht mit den ersten Screenshots, wo was angepasst werden muss, dass man so die Veränderungen machen kann. Aber der andere Teil auch nicht zu vernachlässigen ist halt einfach, dass wir unser Wertec mittlerweile relativ stabil halten, wenig daran ändern und entsprechend auch gar nicht mehr so, solange kein Update kommt, auch gar nicht so einen großen Handlungsbedarf haben. Ja, also das Letzte kann ich auch nur unterschreiben, dass wir eigentlich inzwischen ganz selten was an Skripts oder an der Funktionalität selber ändern. Das, was man eigentlich ständig im Wandel ist, sind diese Abfragen, die wir verwenden, einfach weil jemand auf die Idee kommt, dass er mal eine andere Sicht auf etwas haben möchte oder wenn irgendwo mit den Daten zum Hausmeistern gehört auch, dass man die Datenkonsistenz immer wieder überprüft und vielleicht von verschiedenen Seiten drauf schaut, das zu machen. Und also meine erste Anlaufstelle ist tatsächlich das Forum. Dort sind so viele Dinge drinnen, wo schon andere, wahrscheinlich viele von Ihnen, etwas gefragt haben, Antworten bekommen haben oder auch selbst hineingestellt haben. Und das finde ich extrem hilfreich. Zu Beginn haben wir auch oft angerufen, nachgefragt, ein Mail geschrieben, wenn wir irgendwo angestanden sind. Aber das ist jetzt eigentlich auch seltener geworden, beziehungsweise was wir jetzt auch machen, eine Kollegin von mir, die auch heute da ist, unterstützt mich, beginnt auch in das Wertec hineinzugehen und das ist extrem hilfreich, wenn man die eigenen Gedanken mit jemandem reflektieren und sozusagen überprüfen kann, ob man da jetzt noch am richtigen Weg ist. Ich habe jetzt gerade gesagt, ihr versucht das möglichst stabil zu halten, was ja fair enough ist für so eine Software. Was sind denn eure Erfahrungen, wenn ihr mal zurückblickt für größere Erweiterungen, vielleicht auch rückbauen, anpassen? Wie ist das abgelaufen? Was sind da eure Ratschläge auch aus der Erfahrung raus? Ja, also in Weiterentwicklung, also für uns quasi eigentlich der größte Brocken, den wir hatten, war da die Umstellung. Ich glaube, das war von 6.5 oder von 6.4 auf 6.5, 6.6. Dort, wo wir es in der Architektur bezüglich der Ressourcenplanung starke Änderungen gegeben hat, das war dann doch ein aufwendigeres Thema für uns und das haben wir vielleicht am Anfang auch nicht so realisiert, dass jetzt das wirklich viele unserer Abfragen dann beeinflusst sind durch diese Anpassung. Und ja, also es hat schlussendlich funktioniert, aber es war aufwendiger als gedacht, wie gesagt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sehr oft so macht, wenn man irgendwas ändert. Wir haben tatsächlich, also bei Berechnungen zum Beispiel, wir müssen in Österreich für den öffentlichen Bereich und ich glaube, hier in der Schweiz ist es genauso und in Deutschland, Rechnungen in einem bestimmten Format abliefern. Das heißt, das war einer der größeren Zubauten und da müssen wir jetzt auch etwas ändern und das macht man gar nicht leichtfertig. Und da ist einer der Themen, wie kann ich das testen und das ist manchmal gar nicht
gar nicht so leicht und ich denke, das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man sich immer überlegt, wie kann ich möglichst sozusagen ohne großen Schaden anzurichten, einmal etwas ausprobieren und wenn man da hier im Skript oder im Python-Code drinnen ist, kann man ja mal die Dinge rausschreiben, ohne die Daten selber zu ändern, also solche Dinge einfach mit großer Vorsicht zu machen und an der einen oder anderen Stelle musste ich mich dann auch schon entschuldigen, aber fair enough. Also eigentlich ist nicht sehr viel passiert. Ich glaube, dass das System so aufgesetzt ist, dass man gute Erweiterungen machen kann. Wie gesagt, einer der Themen ist, wir würden hin und wieder gerne auch diese Zusatzfunktionen, die es jetzt auch neu gibt, implementieren und das ist halt etwas, was in einer bestehenden Installation, wenn man alternative Implementierungen schon mal hat, nicht so easy ist. Also ein bisschen Thema auch Rückbau. Habt ihr denn da noch irgendeine Episode? Denn Wegnehmen ist ja für die Mitarbeiter meistens ein bisschen empfindlich. Ja, also der Rückbau, der geht insofern gut, wenn man, also es war spannend am Anfang, als wir das Ganze eingeführt haben, waren sehr viele Wünsche da, man wollte sehr viele Ansichten, immer wieder Neues und dann, wenn man plötzlich dann ein halbes Jahr später wieder gefragt wird, ich möchte gerne das sehen, dann muss man dann, meine Reaktion darauf war, haben wir doch schon installiert, dann sind dann plötzlich so Fälle, wo wir entsprechende Abfragen dann einfach ich mal inaktiv setze, mal einen Ordner verschiebe und schaue, wenn niemand reagiert, wenn ich ein halbes Jahr quasi keine Reaktion habe, dann kann ich das wieder rausschmeißen. Das ist typisch, man möchte am Anfang alles, aber schlussendlich interessiert es mich auch einfach, was nutzen die Leute wirklich, was bringt ihnen was und wenn sie es nur einfach damit man es hat, also da kann ich auch einem Kollegen, Partner sagen, also wenn sie es nicht brauchen, dann bekommen sie es auch nicht, weil ja, das ist ja meistens die unangenehme Aufgabe, intern. Also Widerstand zu leisten gehört dazu, aber das ist ja, lieber sagt man, ja, ich rufe mal den Support an und der macht mir das schon. Also aber das sind dann genau interne Sachen und intern hilft es, dass die anderen bei uns im Team weniger Ahnung davon haben, entsprechend haben dann eine gewisse Hoheit über solche Fragestellungen. Mhm. Ich höre da Gelächter, geht wohl anderen auch so. Zum Hausmeistern gehört auch das Thema Sicherheit. Gibt es denn da von euch Erfahrungen, wie managt ihr die Zugriffe und die ganze Umgebung? Also wir haben am Anfang, also über dieses Berechtigungskonzept haben wir doch eine Weile gebrütet und wer bekommt was und wir haben schrittweise dann Dinge dazugeschaltet. Also wir haben eher die Philosophie, dass das System sehr offen ist und nicht zu stark Restriktionen hier auch implementiert werden, weil es auch zu Frustration führt. Aber natürlich an manchen Stellen ist einfach wichtig, wenn Anfragen kommen, so wie du gesagt hast, Ben, dass man wirklich fragt, so, warum fragst du das, was möchtest du damit erreichen, um dann vielleicht einen Alternativweg zu finden. So richtig rückgebaut haben wir noch nichts. Bei uns verschwinden auch manchmal die Spalten, einfach zu schauen, was passiert, aber das sind ja keine großartigen Rückbauten. Und ansonsten, ja, von der Security her, Zwei-Faktor-Autorisierung, Authentifizierung und solche Dinge ist etwas, was ich definitiv oder was wir auf der Liste haben. Aber da muss man halt auch immer schauen, wann führt man es ein, sind alle da. Macht man es über die Weihnachtszeit, macht man es möglichst nicht, wenn gerade die Rechnungen gelegt werden. Also auch mit Vorsicht. Ja, das klingt bei uns eigentlich sehr ähnlich. Also Sie haben schon auch die Zwei-Weg-Authentifizierung steht definitiv quasi auf der Agenda, haben wir bis jetzt auch noch herausgezögert. Wir haben zu Beginn zumindest so gemacht, dass einfach ein sehr langes Passwort benutzt werden musste, was dann viele wieder aus dem Konzept brachte, weil eben ihr Standardpasswort kürzer war. Da gab es dann ein paar Mal Anfrage, können wir das nicht irgendwie zurücksetzen? Ich weiß es nicht mehr. Es hat sich jetzt eingependelt, also die Leute wissen das. Bei den Berechtigungen war es auch so, am Anfang war ich sehr restriktiv mit was wer sehen kann und dann war dann auch von meiner Seite viel Testing damit involviert, wenn ich jetzt welche Berechtigung hinzuführe, was kann denn die entsprechende Bearbeitergruppe dann effektiv sehen. Weil es gibt eben, vieles ist offen, aber es gibt so 3, 4 kritische Punkte, vielleicht der Kostensatz der einzelnen Mitarbeiter muss es nicht jeder sehen
und dass man dann da weiß, okay, aber dann vielleicht eben die Kosten, die das Projekt verursacht, ist dann wieder interessant, das dürfen dann die Leute wieder sehen, bis man da dann die Balance findet, welche Felder werden angezeigt oder welche Eigenschaften dürfen nicht angezeigt werden. Das hat auch noch gewisse Zeit in Anspruch genommen, aber sind jetzt auf einer guten Basis. Und ja, nachdem wir wirklich wissen, was so die kritischen Felder sind, haben wir da jetzt, können eigentlich die Mitarbeiter mittlerweile relativ viel Einblick gewinnen in das Ganze. Ich hätte dazu noch eine Ergänzung, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Wir haben uns wirklich überlegt, welche Felder wir überhaupt befüllen. Also auf der Ebene, auch wenn du sagst Kostensatz, auch das, was halt im Bereich jetzt vom Bearbeiter möglich ist. Und da haben wir eigentlich relativ viel dann nicht gemacht, um hier auch nicht in die Problematik reinzulaufen, dass man es einschränken muss und über andere Werkzeuge abgedeckt. Aber das finde ich ein wichtiger Punkt. Ja. Gut, wir kommen zum Schluss und da darf man was wünschen. Also wer hier ein bisschen an der Wunderlampe reibt, vielleicht steigt dann so ein Genie auf. Was wünscht ihr euch für euch als Hausmeister, Hausmeisterin? Was wünscht ihr euch für all die anderen, die hier sitzen in dieser Rolle? Also aus Nutzersicht, für mich ist eigentlich immer der Support das Wichtigste, dass der gut funktioniert jederzeit, also während der Arbeitszeiten natürlich erreichbar ist, dass wir da, also die Qualität dort ist sehr entscheidend über unsere Zufriedenheit mit dem Produkt. Wenn man quasi Unterstützung bekommt, wenn die Qualität stimmt, dann ist man auch toleranter gewissen anderen Themen gegenüber. Wenn aber auch der Support dann quasi seine Zeit hat und nicht viel mehr weiß zum Teil als ich, dann ist das auch nicht gut. Aber eben, also die Qualität jetzt beklage ich mich überhaupt nicht, das ist sehr gut, einfach, dass das sicher aufrechterhalten bleibt. Und das andere ist natürlich, kann man immer sagen, die Performance, dass die nicht vernachlässigt wird, große Abfragen, dass die entsprechend dann doch auch schnell funktionieren, weil wiederum auch dort, wenn wir eine quasi Ressourcenplanung, Projektplanung machen, und da hatten wir am Anfang den Fall, dass es zum Teil eine Minute gedauert hat, bis die Ressourcenplanung angezeigt wurde. Und das frustriert dann die Projektleiter, dann wird die Zeit nicht investiert, das sauber nachzuführen. Und wenn man das eben dann mit entsprechender Unterstützung dann die Geschwindigkeit hinbekommt, dann arbeiten alle lieber damit. Und deshalb ist einfach die Performance ist das A und O. Bin nicht ganz so bescheiden wie du. Ich glaube, an der Stelle müssen wir abbrechen. Nein. Was ich mir wirklich wünschen würde, jetzt haben wir das 5 Jahre im Einsatz, Vertec, eine Archivierungsfunktion, wo ich mit einer Möglichkeit, möglichst Konsistenz ist, ich weiß, das ist ein Wunsch als Christkind, hier auch mit referenzieller Integrität, wie das so schön heißt, Daten komplett rausspielen könnte, weil das hängt auch mit der Performance teilweise zusammen. Eben, wir haben sehr viele Projekte auch inzwischen im System drinnen oder auch andere Themen. Das ist sicher ein Punkt, wo ich noch nicht, wir verwenden die Cloud-Version, vielleicht irgendwie eine Testumgebung oder so eine Spielwiese, wo man manche Sachen vielleicht ausprobieren könnte, ohne im Produktionssystem herumzupfriemeln und nicht so machen zu müssen. Ja, also das wären so Dinge, was glaube ich bei der Wartung weiterhelfen würde und die Performance. Ja. Wir sind durch mit der Zeit. Ich glaub, eine letzte Frage noch. Irgendein Tipp, irgendwas, was ihr mitgibt, denen, die jetzt hier sind und sagen, Mensch, die Rolle wäre doch auch was für mich. Kein Tipp. Also ich finde, kommt jetzt vielleicht daher, weil ich eben Informatik studiert habe. Also mir macht das einfach großen Spaß, das System zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen und dann auch eben diese Lösungen zu bauen für die Kollegen, für mich selber, muss ich auch zugeben, und eben diese Flexibilität, die damit möglich ist. Also wer sich dafür interessiert, Vertec bietet die Schulungen an, es ist so viel Information da, man kann sich vertiefen in das Ganze und es ist echt spannend. Vielleicht auch ein Tipp kann ich noch mitgeben, das haben wir vorhin vor dem
Veranstaltung kurz schon diskutiert, ist, dass man zuerst die Prozesse sauber formuliert, bevor man dann das Werkzeug darauf abbildet. Und nicht mit dem Werkzeug anfängt und dann anschließend schaut, wie man jetzt die internen Prozesse danach richten könnte. Ja. Also ein schöneres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Euch, ihr zwei Meisterinnen, Meister, herzlichen Dank. Und vielleicht gibt es noch Fragen. Ja, es gibt vielleicht noch Fragen im Plenum. Kommt schon, ja. Claudio Pietra. Ich mache unter anderem das Produktmanagement für Vertec und ich kann, Frau Hubert, die Testumgebung mit Cloud, aber die kommt. Das ist, wo ist die Ute? Also ein Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen. Ute, Ute, Ja, sag mir, ist denn wann? schon Weihnachten? Das ist der Lieblingsspruch bei uns, wenn es fertig ist, aber es ist fix auf der Roadmap. Super. Für das Cloud-Abo, genau. Ich finde es großartig, wie sich Frau Huber engagiert im Forum. Das ist was ganz Tolles. Sie ist da so ein Heavy-User. Und ich möchte jetzt alle Supporter von Vertec und alle Supporter der Vertriebspartner jetzt bitten, kurz aufzustehen, weil das ist euer Applaus. Die wurden jetzt mehrfach genannt. Wo sind die Supporter? Oh. Super, vielen herzlichen Dank. Danke. Okay.